Herzlich willkommen zu diesem Interview. In diesem Interview spreche ich mit Daniela Kämmerer. Daniela Kämmerer ist Holistic Life Design und Connection Coach. Sie ist Yoga- und Meditationslehrerin, sie ist Pferdeausbilderin, Tierkommunikatorin, Autorin, Podcasterin, Mutter, Ehefrau, Tochter und Mensch. So steht es auf ihrer Webseite. Und ich habe mit Daniela über die ersten Jahre ihrer Selbstständigkeit gesprochen. Daniela ist, man kann es ja laut sagen, eine ehemalige Kollegin von mir, und sie hat sich einige Jahre nach mir aus dem Unternehmen verabschiedet, in dem wir gemeinsam gearbeitet haben. Und sie hat eine ganz spannende Geschichte zu ihrer Gründung und was in den ersten Jahren der Gründung passiert ist. Und wir sprechen natürlich über Themen wie das Nervensystem und ja, die ganzen Erfahrungen, die wir so machen in den ersten Gründungsjahren, die Herausforderungen, mit denen viele von uns konfrontiert sind. Das ist eine Geschichte, die ich ganz gerne mit dir teilen möchte, die von Daniela. Und ich wünsche dir viel Freude mit diesem Interview. Wenn du Interesse daran hast, mit Daniela in Kontakt zu treten, dann findest du die Kontaktinformationen dazu unter diesem Video in der Description Box oder wenn du den Podcast hörst, in den Show Notes. Dort kannst du über die Links mit Daniela in Kontakt treten, mit ihr zusammenarbeiten, ihr auf den sozialen Medien folgen und mehr darüber lernen, was Connection, Verbindung, Beziehung, darüber, worüber ich ja auch sehr viel spreche, mit Pferden zu tun hat und ja, die Beziehung zu sich selbst natürlich auch mit Pferden zu tun hat. Und in diesem Interview hier geht es jetzt aber erstmal um das Business, was Daniela genau darum aufgebaut hat. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Hallo, liebe Daniela, schön, dass du da bist, schön, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Interview. Herzlich willkommen. Hallo Nadja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig hier zu sein. Sehr gerne. Daniela, du bist Connection Coach für Pferdemenschen. Erzähl uns doch mal zur Einführung vielleicht einfach, was das genau ist und was du machst und wie du zu dieser Arbeit gekommen bist. Ja, also ich hole vielleicht direkt ein bisschen aus. Ich habe vor ungefähr 20 Jahren damit begonnen, professionell mit Pferd und Mensch an ihrer Kommunikation und ihrer Beziehung zueinander zu arbeiten. Und erst lange relativ klassisch als Pferdetrainerin und Reitlehrerin. Und irgendwann habe ich aber zunehmend beobachtet, dass der Hebel, wenn ich dem Pferd helfen will, einfach beim Menschen, wenn ich beim Menschen ansetze, viel, viel größer ist, als wenn ich nur situativ mit Pferd und Mensch arbeite und irgendwelche Techniken verfeinere. Und so habe ich irgendwann angefangen, auch als Yogalehrerin für Pferdemenschen zu arbeiten. Das heißt, ganzheitlicher auf Körper, Geist und Seele von den Reitern einzugehen. Und irgendwann führte das dann so weit, dass ich inzwischen tatsächlich als, ja, ich nenne es Connection Coach, aber Life Coach, wenn du so willst, und auch Mindset Coach, ähm, emotionales Management Coach, fast Authentizitätscoach, da ist für mich einiges drunter gefasst letztlich, für Pferdemenschen da bin. Das heißt letztendlich, ich helfe den Menschen, ganz sie selbst zu sein, um auf dieser Ebene ihren Pferden auch wirklich ehrlich zu begegnen, weil die Menschen, mit denen ich die ganze Zeit schon arbeite, die haben traditionell einen sehr großen Wunsch nach einer tiefen und auch ehrlichen Verbindung mit ihrem Pferd und versuchen da lange über Techniken hinzukommen. Und irgendwann stellen sie fest, spätestens wenn sie mich kennenlernen, dass die Techniken sie eben immer nur so weit bringen. Und irgendwo fängt es eben an, dann persönlich zu werden. Nicht im Sinne von, sie sind schuld, aber im Sinne von, in ihnen liegt der Schlüssel, um das aus dem Weg zu räumen, was zwischen ihnen und ihrem Pferd steht. Und das hilft ihnen dann eben auch in ihrem sonstigen Leben, denn so wie wir beim Pferd sind, so wie wir auf der Yogamatte sind, wie wir im Business sind, sind wir alle ja irgendwie auch in anderen Lebensbereichen. Ne? Wir sind ja immer wir und wir haben immer unser Päckchen dabei, unsere Vergangenheit, unser Selbstbild, unser Weltbild. Und damit arbeiten wir halt und erzielen ganz tolle Erfolge, nicht nur auf der Ebene der Pferd-Mensch-Beziehung, sondern eben auch insgesamt, so was das Zufriedenheitslevel und auch teilweise das Gesundheitslevel der Menschen angeht. Das ist ja eine sehr erfüllende Arbeit. Das klingt super spannend. Und jetzt will ich, also wie bist du da hingekommen? Weil tatsächlich gibt es ja auch im Pferdebereich natürlich, was schon gesagt, Yoga mit Pferden war ja schon, ich kenne dich ja schon einige Jahre, war ja schon so, oh, spannende Kombination. Ja. Wie bist du denn dahin gekommen zu sagen, okay, eigentlich geht es um die Arbeit mit den Menschen und mit ihren, also um ihr Selbst, um ihre Authentizität. Ich mag dieses Wort so gern. Ja. Wie bist du da hingekommen? Wie hat sich das denn entwickelt?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das liegt daran, dass ich über das Yoga dahin gekommen bin, mich immer mehr mit mir selbst auseinanderzusetzen und im Laufe der Jahre da immer tiefer gegangen bin und immer neue Schichten entdeckt habe und ja, darüber auch neue Möglichkeiten gefunden habe, neue Perspektiven. Und dass es mir immer mehr auch ein Herzensanliegen geworden ist, das weiterzugeben, weil ich eben da so viel Potenzial drin sehe und auch so eine gute Ergänzung zu dem, was wir im Yoga beispielsweise machen, um uns noch besser zu verstehen und eben auf durchaus ja auch eine, so zumindest so wie ich das ja verstehe, auf eine empathische, yogische Art und Weise auch über die Yogamatte hinaus mit uns umzugehen. Und ja, also letztendlich uns selbst anzunehmen, so wie wir sind. Und uns zu trauen, das zu zeigen. Und das abzustreifen, loszulassen, was gar nicht so sehr zu uns gehört, was wir kulturell vielleicht irgendwo mitgenommen haben, so wie wir geprägt worden sind durch unser Umfeld. Und was uns vielleicht, was heißt vielleicht, was uns auf jeden Fall an unterschiedlichen Stellen in unserem Leben behindert. Und unter anderem eben auch mit dem Pferd. Und dann habe ich noch eine Tierkommunikationsausbildung gemacht. Das ist auch ein Teil meiner Arbeit, der aber so organisch mit einfließt, dass ich den oftmals gar nicht extra erwähne. Was auch lustig ist, weil ich früher Skeptikerin war, was das angeht. Und inzwischen, ja, gehört das aber total für mich dazu. Und die Pferde mir eben auch immer wieder zeigen und erzählen in diesen telepathischen Gesprächen, die ich mit ihnen führe, dass so viel Potenzial in uns Menschen einfach durch den Stress und die Art und Weise, wie wir leben, zurückgehalten wird. Und das Yoga hat mir irgendwann nicht mehr gereicht, um das zu bergen, um da zu helfen, um das nach vorne zu bringen. Und deswegen ist es das Coaching geworden. Ah, spannend, spannend, sehr, sehr spannend. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, du hast mehr als 20 Jahre Erfahrung mit den Pferden, nehme ich mal an. Ja. Und du bist jetzt etwas mehr als 3 Jahre hauptberuflich in diesem Bereich tätig, was du jetzt machst. Magst du mal ein bisschen was über diese Gründung erzählen, warum du das vor 3 Jahren gemacht hast und vor allem auch, welche Herausforderungen es gab? Also A, vielleicht die Idee, warum jetzt hauptberuflich? Das ist vielleicht ganz spannend. So, was hat dich dazu bewegt, diesen Schritt zu wagen? Weil das ist ja der Schritt in die Selbstständigkeit, ist so für viele ja ein Thema. Lasse ich jetzt den Job wirklich los, traue ich mir das und so weiter. Und da hängt ja eine ganze Menge dran. Und ja, welche Herausforderungen gab es denn für dich eigentlich tatsächlich in dem Moment? Ja, also wie gesagt, ich arbeite seit über 20 Jahren mit Pferden und Menschen. Das hat mich nebenberuflich immer begleitet und nie losgelassen. Weil für mich immer klar war, eigentlich ursprünglich dachte ich, ich muss irgendwie beruflich mit Pferden arbeiten. Habe dann angefangen, in dem Bereich irgendwas zu studieren, habe festgestellt, das ist nicht so richtig das, was ich wollte und habe dann die Richtung gewechselt und bin in einen relativ handfesten und klassischen Bürojob gewechselt, war dann in Medienkonzernen und in Werbeagenturen und in einem Online-Unternehmen. Und das war auch alles irgendwie okay. Ich habe aber festgestellt, das bedient eine Seite von mir, die gut funktioniert, die aber zu relativ geringen Anteilen, also das kommuniziert oder das nach vorne bringt, was ich eigentlich in die Welt hinaustragen möchte, weil das eben mehr mit Pferden zu tun hat. Und ich dachte ganz lange, wenn ich die Pferde einfach nebenbei mache, dann ist das doch prima. Weil dann habe ich ja alles eigentlich. Dann habe ich meinen sicheren Job und ich habe irgendwie das, wo ich mich selber sehe, wo ich mich selber verwirkliche. Über die Jahre habe ich aber festgestellt, dass das eigentlich auch so eine kleine Vermeidungsstrategie war. Also ich verstecke mich mal und halte das mal möglichst klein, um auch nicht so aufzufallen mit dem, was ich da eigentlich mache. Was aber nicht dazu passt, dass ich eigentlich ganz viel verändern möchte für Pferde und Menschen und auch schon immer wollte. Das heißt, ich habe mich über die Jahre immer mehr getraut, auf eine größere Bühne zu gehen, Schritt für Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Und irgendwann war der Schritt dann so groß, dass ich mich getraut habe, meinen Ankerjob damals zu kündigen und tatsächlich mich vollständig selbstständig zu machen.
Aber das war eigentlich Ja. tatsächlich auch, das war Teil meiner Persönlichkeitsentwicklung und eben dann auch meines wachsenden Selbstvertrauens und meiner wachsenden Bereitschaft, mich zu zeigen. Ah, okay, okay. Hast du das Gefühl, dass du darauf oder hast du darauf hingearbeitet, dass du dich irgendwann Vollzeit selbstständig machen willst, oder ist es passiert, sage ich mal in Anführungsstrichen, also mehr etwas, was organisch aus diesem Prozess heraus entstanden ist? Ja, letzteres auf jeden Fall. Also ich habe das nicht, wie gesagt, ich habe immer Lust gehabt, dass das irgendwie größer wird, habe mich aber eigentlich nie so richtig getraut. Und irgendwann war ich aber so weit, dass der Schuh gepasst hat und ich dann Ah, damit okay. Hm. loslaufen konnte. Ja. Ja, ja, spannend. Gab es denn irgendwelche Herausforderungen oder Challenges am Anfang, wo du sagst, so, oh, also damit hatte ich gar nicht gerechnet? Hm. Jetzt, jetzt, jetzt werde ich die Geschichte doch auspacken. Oh, diese Challenge war natürlich besonders spannend. Ja, okay, erzähl. Jetzt musst du es erzählen. Jetzt muss ich erzählen. Ja, und zwar ein Grund, warum ich meinen Job vielleicht noch ein bisschen länger gehalten habe, als ich es vielleicht natürlicherweise gemacht hätte, war, weil ich immer dachte, wenn ich meine Familie gründe, ist es ja ganz cool, wenn ich ein Anstellungsverhältnis habe, sichere Verhältnisse. Und ich habe meinen Job dann gekündigt und 3 Tage später hatte ich einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand. So, Wahnsinn. ja, das war interessant. So dass Ja, Also auch schön, ich wollte das ja tatsächlich auch, aber auch interessant. ja, Sodass das tatsächlich die Herausforderung war am Anfang, dass ich dachte, ich bin jetzt endlich an dem Punkt, dass ich durchstarte, dass ich das Ganze wirklich so groß ziehe, wie es geht, weil ich endlich Zeit habe und Raum, da alles draus zu machen, was ich schon immer raus machen wollte. Und dann aber feststellte, nee, es steht jetzt erstmal ein anderes Projekt an. Und dann im Grunde alles schon wieder abgewickelt habe in dem Moment, wo ich es eigentlich aufbauen wollte. Also zumindest so abgewickelt, dass ich das auf so ein Mindestniveau hinuntergefahren habe, dass ich dann für die Elternzeit, Mutterschaftszeit dann gehalten habe. ja, ja. Was Ja. hat denn das mit dir gemacht tatsächlich? Hast du Angst gehabt? Also war das mit Ängsten verbunden oder hast du gesagt, so, nö, das ist jetzt einfach so? Nee, ich glaube, mein Vertrauen ist über die Jahre so groß geworden, dass ich auch Ja. da dachte, das wird dann schon irgendwie aufgehen. Ne? Auch das wird irgendwie einen Grund haben. Und wenn es nicht gehen würde, dann wird sich diese Herausforderung mir so nicht zeigen. Und nö, also Angst habe ich eigentlich nicht gehabt, tatsächlich. Ist spannend, ist spannend. Aber das ist gerade in der yogischen Welt, ich glaube, da ist viel, viel mehr Urvertrauen auch, weil die Leute zentrierter sind, weil die Leute mit sich selber verbundener sind, als das ist ja außerhalb dieses spirituellen yogischen Universums der Fall ist, sage ich mal. Ja, Also ja, das hilft ungemein, sich mit sich selber zu verbinden und natürlich auch Vertrauen in sich selber aufzubauen, ne? total, Ich total. glaube auch, ja, ja, ja. Die Es ist Herausforderung, spannend, weil, hm? ja. Ich glaube, es gibt eine ganze Menge Leute, wenn die in dieser Situation gesteckt hätten, da wäre die Welt zusammengebrochen. So, Ja, ja. das stimmt. Das stimmt. Und das ist natürlich dann auch sehr konfliktbehaftet, sage ich mal, ne? Wenn man sich eigentlich ganz doll freuen sollte, würde, möchte und gleichzeitig aber merkt, oh Gott, meine Existenz. Wobei ich mit diesem Wort auch ein bisschen Probleme habe in dem Zusammenhang. Spannend, sag mal warum. Weil ich glaube, wenn wir immer davon sprechen, dass unsere Existenz bedroht ist, wenn irgendwo am Horizont eine Möglichkeit ist, dass wir irgendwo kein Geld mehr haben, dann machen wir die Sache größer, als sie ist. Denn unsere Existenz ist ja nicht dadurch bedroht oder hängt ja nicht davon ab, ob wir Geld haben oder nicht. Das musst du, glaube ich, 99% der Deutschen erklären, warum das so ist. Dass deine Existenz nicht vom Geld abhängig ist. Weil ich Ja. ja, also muss ich das noch erklären jetzt? Nee. Ja, bitte. Doch, mach mal. Ich finde diese Sicht, also ich habe das so noch nie kommuniziert, aber das ist total wichtig, glaube ich, das mal zu sagen, warum das nicht der Fall ist. Deine Existenz hängt nicht vom Geld ab, hat mit Geld überhaupt gar nichts zu tun. Nee, genau. Weil meine Existenz gab es auch schon, als ich kein Geld, also hatte. Also ich wäre auch so geboren und worden und wäre in meine Existenz gekommen, unabhängig davon, ob irgendjemand Geld da reingeschoben hätte oder nicht. Und so wird es auch weiter bleiben. Also es gibt ja auch Leute, die kein Geld haben, die trotzdem existieren und die auch eine Existenzberechtigung haben. Und Manche existieren sogar sehr gut ohne Geld. ja,
Genau. Gerade Frauen. Ach, auch das, ohne eigenes Geld, ja. Ohne eigenes Geld, ja, genau. Genau, also auf Mhm. unterschiedlichen Ebenen. Und ich glaube einfach, wenn wir so tun, als wäre dieses künstliche Konstrukt Geld mit unserer direkten Existenz, auf welcher Ebene auch immer, wir können von der körperlichen Existenz reden oder auch unserer metaphysischen vielleicht, ähm, damit verbunden, dann machen wir uns davon so abhängig. Und das schafft ganz viel Angst. Ja, und ich finde eben so eine künstliche Angst, die eben auch nicht konstruktiv ist, weil wenn ich das Gefühl habe, meine Existenz ist bedroht, dadurch, dass ich kein Geld habe und ich komme in diesen Angstzustand, dann hilft mir diese Erkenntnis auch nicht dabei, da wieder rauszukommen. Also insofern, das macht das Ganze Nee, einfach viel dramatischer und schlimmer, finde ich, als es sein muss. als es sein muss. Ich sage auch immer, also es ist eigentlich das Einzige, was du wirklich brauchst, ist was zu essen. Du brauchst Luft und du brauchst Wasser. Und das wirst du immer kriegen. Das wirst du auf dieser Welt, es ist egal wo du bist. Ja, Und selbst wenn du irgendwo in Afrika alleine durch die Savanne läufst, du wirst jemanden finden, der dir das zur Verfügung stellt. Also dein Körper kann eine ganze Zeit lang ohne diese Sachen, also ja, ohne Luft nicht so sehr, aber ja. Wasser und Essen, damit kommen wir da kommen wir ganz gut klar, ein Stückchen. So, Ja, und und das wird es immer geben. Also ja, diese Angst, dass dir mitten in Deutschland, in Hamburg-Eppendorf, jemand nichts zu essen gibt, ist verhältnismäßig gering, ja. total, Ja. total. Und auch alles, was uns umgibt, ne, das existiert ja auch, ohne dass da ständig Geld reingefeuert wird. Auch eine sehr, sehr gute Beobachtung, ja, stimmt. Das stimmt. Mhm. Ja, Sehr gut. das Spannend. ist Da würde ich jetzt sehr gerne weitergehen, aber es geht um dein Business. Aber das ist eine gute, also natürlich eine total wichtige Erkenntnis auch für viele, die gerade in der Gründungsphase sind, weil ich glaube, Existenzangst, also die Angst nicht zu existieren, gehört bei ganz vielen ganz, ganz wesentlich mit dazu. Ganz, ganz wesentlich. Weil das halt so ein Programm ist, ne? Du landest unter der Brücke. Wenn du einen Fehler machst in deinem Business, landest du unter der Brücke. ja, wenn es gut läuft, ne? Wenn du unter der Brücke bist, dann existierst du ja immer noch. Dann existierst du noch. Ja. Und du hast ein Dach über dem Kopf, genau. Okay, alles klar. Ja. Ja, das ist ein Gibt's? total spannendes Thema, Aha. ne? Also wo wir auch richtig tief noch reingehen könnten, weil wir dann auch die Existenz mit dem sozialen Status zusammenhängen. Und überhaupt, warum ist das denn so wichtig? Und also, Ja, 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 ja. Darum, um den geht es ja eigentlich, ne? Also am Ende geht es ja eigentlich um dieses Ego, was man sich aufgebaut hat, was dann plötzlich genau, es irgendwie geht nur um das zusammenkracht. Ego. Ja, genau. Ja, Das ja, ist die ja, ja, Existenz des total. Egos. Ja, absolut, absolut. Okay, lass uns mal über Transformation sprechen. Wie kommen wir da wieder raus? Na Quatsch. Du hast ja, du hast jetzt 3 Jahre Business und so weit, wie ich das so beurteilen kann, nach 20 Jahren Selbstständigkeit, also in meinem Leben, da gibt es ein paar Transformationsprozesse, die da stattfinden. Du hast ja schon ein paar angesprochen, also erst Pferde und dann Yoga und dann Tierkommunikation und jetzt geht es doch mehr in Richtung Mensch. Und erzähl mal ein bisschen was über vielleicht einen besonderer Transformationsprozess im Business tatsächlich, also im Unternehmen, der dazu beigetragen hat, das Unternehmen auch zu entwickeln und zu wachsen. Also was war da in deiner Rückschau jetzt ein besonders wichtiger Transformationsprozess, der auch wirklich zu Wachstum beigetragen hat? Also der größte äußerliche Prozess, also der größte bin immer ich selbst als Ich-Unternehmen, als Solopreneurin. Aber der größte externe ist sicherlich der Wechsel von analog zu digital aufgrund von Corona damals. Und damals für mich speziell in Bezug auf das Yoga, weil ich dann angefangen habe, also ich habe Yogakurse physisch unterrichtet und dann festgestellt, okay, das geht jetzt irgendwie nicht mehr, weil Lockdown, wie so viele andere auch. Und habe dann angefangen, Online-Kurse zu kreieren und zu gestalten, die auch über Yoga hinausgingen und festgestellt, das geht ja auch total gut. Das kann man ja super machen. Das verkauft sich und ich erreiche damit irgendwie plötzlich viel, viel mehr Leute als vorher über die lokalen Angebote, die ich so hatte. Und Ja, das war eine große Veränderung, weil mich das eben auch dann technisch nochmal so weitergebildet hat und ich mir irgendwie, weiß ich nicht, Tools angeeignet habe, die ich vorher nicht so auf dem Schirm hatte und ich Videofähigkeiten erworben habe, die ich vorher nicht hatte. Und das hat mich
das hat mich nochmal gut weitergebildet und eben auch mein Business weiterentwickelt, weil wenn ich auf dieser analogen Ebene geblieben wäre, dann hätte ich, glaube ich, ich weiß nicht, was es gebraucht hätte, damit ich mich damit hätte ganz selbstständig machen können. Also keine Ahnung, irgendeine andere Idee. Ja, ja, ja. Das spielt natürlich auch dir etwas in die Karten, dass du vorher in einem Online-Unternehmen gearbeitet hast. Das heißt, du Ja, hattest schon mal ein bisschen Einblick da ja, ja, rein. auf jeden Fall. Ja, dieses ganze Thema. Aber ich glaube, Corona hat vielen geholfen, online zu gehen Ja, auf jeden Fall. und dieses Potenzial zu entwickeln. Wir Ja, hatten alle plötzlich ganz viel Zeit dafür. ja, Also ich war ja vorher schon online und dann kam der Lockdown und dann plötzlich hat die Welt online verstanden, hatte ich das Gefühl irgendwie. Plötzlich ging Zoom. Also plötzlich konnte man mit Leuten per Zoom arbeiten, was vorher einen extremen Erklärungsbedarf hatte. das Und stimmt. plötzlich ging das. Ja, Plötzlich hat das funktioniert plötzlich war Homeoffice auch kein Problem mehr, sondern genau. die Regel. Ja. Ja. Also Ja, ich bin also was auch immer da in der Welt passiert ist und diesem ganzen Prozess, aber in der Hinsicht bin ich ihm sehr, sehr dankbar, muss ich ehrlich sagen. Weil ich habe ja, vorher viele Jahre dafür gekämpft, Leute in die Online-Beratung zu kriegen oder ins Online-Coaching zu kriegen. Und es hat einfach kein Mensch verstanden, was ich will. So, das war so, glaube ich. ja, und mittlerweile ist es normal. Ich finde es gut. Ja, Okay. auch. Kannst du denn von einer besonders schönen Erfahrung berichten mit einer Kundin und wie du ihr geholfen hast, eine bedeutende Veränderung in dieser Beziehung zu ihrem Pferd zu erreichen? Ja, ja, es waren so viele über die Jahre. Und ich gebe aber gerne mal so ein paar Beispiele oder einfach mal zwei, drei Beispiele, die, glaube ich, einfach ganz gut deutlich machen, was ich da so mache und wo Das dieser ist gut. Perspektivwechsel stattfindet, um den es geht. Das ist zum Beispiel eine Kundin, die mir einfällt. Eine Situation aus einem Coaching-Gespräch mit einer Kundin, die mir berichtete, dass sie gerade eine Situation mit ihrem Pferd hatte, mit ihrer Reitlehrerin, die ihr gesagt hätte, das Pferd respektiert sie ja gar nicht. Sie muss sich mehr durchsetzen. Und das ist was ganz, ganz, ganz Verbreitetes in der Reiterwelt. Und auch das hängt wieder ganz viel auch so mit so gesellschaftlichen Strukturen zusammen, ne? Und wie funktionieren die einzelnen Menschen, die in dieser Reiterwelt drinstecken. Aber darauf wollen wir jetzt nicht zu weit eingehen. Ähm, und ich habe ihr in dieser Coachingstunde dann geholfen zu verstehen, dass diese Frage nach dem Respekt für Pferde oder für Tiere überhaupt gar keinen Sinn macht. Weil wir immer denken, wenn uns jemand nicht respektiert, auch da wieder, dann respektiert er unser Ego nicht. Und das macht für Tiere überhaupt gar keinen Sinn, weil der Selbstwert, der steht überhaupt gar nicht zur Debatte. Für die macht es gar keinen Sinn, warum wir überhaupt darüber sprechen sollten, ob wir genug wert sind, weil das so absurd ist, weil alleine die Tatsache, dass wir hier sind, so wie wir sind, eben schon beweist, dass das so gehört. Ja, Und darüber haben wir gesprochen. Und das hat meine Klientin in dem Moment so erleichtert, weil sie gar keine Lust hatte oder es sich gar nicht gut für sie angefühlt hat, ihr Pferd irgendwie zu bestrafen oder irgendwelche künstlichen Maßnahmen zu unternehmen, um Respekt herzustellen, sondern stattdessen einfach zu erkennen, dass das Pferd, wenn es so reagiert, wie es reagiert hat in der Situation, vielleicht einfach überprüfen wollte, ob sie mit ihrer Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt ist. ob sie da ist, ja. Ob sie da Ja, ist. ja, ja. Also, ob die wirklich da zusammen unterwegs sind oder ob das Pferd eigentlich alleine die Entscheidung treffen sollte, weil sie mit anderen Sachen beschäftigt ist. Und tatsächlich war das in dem Moment eben auch so, dass sie mit ihren Gedanken ganz woanders war und mit den Ansprüchen, die die Reitlehrerin gestellt hat in dem Moment und ne, ihr Kopf und dem, was ihr Kopf daraus gemacht hat. Und das war ein ganz großer Shift für sie, weil sie festgestellt hat, okay, sie muss nicht diese künstliche Idee von Respekt mitnehmen in ihre Beziehung. Und wenn sie rauslässt, ist von vornherein mehr Nähe da und mehr Verständnis. Okay, ja, ja, ja. Das Das ist schön, das ist total, und das ist gar nicht, das ist wahrscheinlich nicht nur in der Pferdebeziehung so, sondern auch in vielen anderen Beziehungen. total. Das ist eigentlich das ist ja eine Herzensverbindung, ne? Die Präsenz im Moment, also Präsenz an sich, ja. Richtig, Ja, genau. So, ja, und da spannend. haben die Tiere insgesamt ja einen total feinen Sensor für, ob wir da sind oder nicht. Also wir Menschen merken das auch, aber weniger bewusst oftmals.
Aber also in der Nachreflexion kriegen wir es häufig mit, ne? So, die Person war nicht anwesend oder da irgendwas war da, du bist gar nicht, die Person war nicht da oder ist nicht anwesend oder verschwindet oder so. Wir merken das schon irgendwie. Und wir merken das schon, aber Ja. ich glaube, es ist auch selbstverständlicher für uns. Ne? Wir nehmen das so hin, vielleicht auch, weil wir selber nicht so anwesend sind in dem Moment. Das kann gut sein, ja, das kann sehr, sehr gut sein. Ja, Ja, spannend, das ist eine interessante Sache. Also gerade mit diesem zu sich selbst kommen, was das eigentlich bedeutet. Ich sage ja immer, dieses Selbst existiert eigentlich gar nicht so richtig, weil was soll das sein, ne? Weil wir arbeiten ja überwiegend mit Ego und Masken, die wir haben und Rollen, die wir uns so im Leben aufbauen. Pferdebesitzerin ist ja schon eine Rolle irgendwie, ne? So und da muss man dann irgendwie reinwachsen in diese Pferdebesitzerin, was auch immer das bedeuten soll. Und ja, dann vielleicht Reitsport oder was auch immer da irgendwie an Dingen auch getan wird mit dem Pferd. Überall versuchen Menschen dann auch eine Rolle auszufüllen, die aber vielleicht mit ihren, also die sie eben gerade wegbringt von dieser eigentlichen nahen Beziehung auch im Hier und Jetzt, ne? ja, genau. Genau, also das ist tatsächlich ja, ein guter Punkt, den du da ansprichst. Was bedeutet es, eine gute Pferdebesitzerin zu sein? Das beschäftigt tatsächlich total viele Pferdemenschen, weil das auch so abstrakt ist, ne? Weil die meisten eben nicht ihren Pferden jedes Bedürfnis von den Augen ablesen können und deswegen immer so ein bisschen im Dunkeln fischen und gefühlt darauf angewiesen sind, was andere sagen. Das heißt, die sind Ja. sehr, sehr viel im Außen, sehr viel mit den Meinungen anderer beschäftigt. Und das gerät dann natürlich auch zwischen Pferd und Mensch, weil das dann eben nichts mehr mit Authentizität zu tun hat. Ja. Wenn ich mit meinen Fühlern immer im Außen bin und mit in den Gedanken der Köpfe der anderer vermeintlich, dann bin ich halt auch nicht mehr bei meinem Pferd. Und das ist auch sehr spannend. Das wäre tatsächlich auch ein Beispiel, was ich bringen könnte, oder so ein typisches Beispiel von einer Frau, ähm, die einen Unfall mit ihrem Pferd hatte und sich nicht mehr getraut hat, auf dem Hof auf ihr Pferd aufzusteigen, weil sie immer Angst hatte, dass wieder was passiert. Aber wie sich nun in der Arbeit zunehmend herausgestellt hat, eigentlich weniger, weil sie Angst hat, dass mit dem Pferd was passiert, als was die anderen darüber denken könnten, wenn ihr was mit dem Pferd passiert und wenn das Pferd irgendwas macht. Ja. Das Ja. heißt, es geht immer darum, wie ist mein Bild nach außen mit dem, was ich mache. Und ja, und da helfe ich eben den Menschen, ja, wieder zu fühlen, was sie eigentlich wollen, was sie eigentlich ausmacht und was von dort aus der nächste richtige Schritt ist, der dann auch näher zum Pferd hinführt. Das ist so spannend, Daniela. Ich finde das total irre, weil ich mache eigentlich genau das gleiche im Business Coaching, nur halt mit dem Business, weil es ist völlig egal, ob du was drauf gibst, was jetzt in irgendeiner Pferdezeitung drin steht oder was auf dem Hof passiert und auf die anderen Leute und so weiter. Und im Business ist genau das Gleiche. Wenn du nicht auf dich selber hören kannst, dann wirst du jedem Instagram-Hype hinterher jagen. Und jetzt musst du auf TikTok sein und jetzt musst du dies machen und jetzt musst du jenes machen und jetzt musst du 10.000 im Monat verdienen und so weiter. Und du selber verschwindest, also existierst halt nicht, ne, sondern baust eine Rolle auf, die gar nicht funktioniert unter Umständen für deinen Körper und für das, was bei dir eigentlich gerade los ist. Richtig. Und ich Ja, glaube, das ist in unserer Zeit so ein leichtes, eben so sehr einfach mit anderen beschäftigt zu sein, eben über Social Media. ja, ja. Ja, deswegen, das ist wichtige Arbeit. Das ist wichtiger. Ich frage mich die ganze Zeit, warum das so wichtig ist oder ob das so wichtig geworden ist. Aber du sprichst natürlich einen ganz wesentlichen Punkt an. Social Media und jeder von uns hat irgendwie seine Stunde am Tag oder sowas, wenn es reicht. Scrolling durch die Ja, Posts der anderen und durch das Leben der anderen. Und dann natürlich immer genau. die Frage, ja, muss ich jetzt das machen oder muss ich jetzt das machen? Ja, Nee, vor allem musst du erstmal bei dir im Körper ankommen und mal fühlen, was du machen musst. richtig. Ja, Richtig, genau. Und es gibt ja auch einfach so eine Gesamtbeschleunigung. Ne? Es gibt ja auch so eine galoppierende Zunahme von psychischen Erkrankungen, weil wir eben so viel mit anderen Dingen beschäftigt sind und so viel mit uns ja, rumtragen, was wir nicht wieder abbauen, wo wir keinen Ausgleich für finden. Wenn ja, wir nicht ja, lernen, ihn zu finden, also zu erkennen, was das heißt und wie wir uns das nehmen und dass wir uns das zugestehen dürfen ja, ja. müssen, wenn wir gesund bleiben wollen. Müssen. Mentale Gesundheit ist so wichtig, aber die hat eben viel damit zu tun, auch irgendwie eine Technik oder eine Praxis, also in meiner Welt zumindest, ich merke das immer wieder, dass es dann schwierig wird, wenn jemand wirklich keine
sag mal, spirituelle Praxis, aber mental einfach den Geist wieder leer zu kriegen und nicht mit tausend Sachen irgendwie voll zu sein, sondern wirklich leer zu kriegen und in der Ruhe zu bleiben. Also für mich ist es, wenn ich meinen Geist leer habe, ist das tatsächlich das weiße Bildfläche. Das ist ein Zustand, den ich irgendwann, ne, so mit der Zeit irgendwie installiert habe oder den ich erlernt habe oder so. Und ich weiß, wenn der nicht da ist, dann muss ich da wieder hinkommen auf irgendeine Art Ja, und Weise. Aber die meisten stecken ja in diesem Körpersystem wie, wir haben ja keine Anleitung dafür, ne? Und die Einflüsse sind so viele geworden, ja, dass es da einfach Anleitung für braucht. Wie kriegst du dieses System wieder klar, wenn da andere Einflüsse drin sind? total, genau. Also Ja, ich spreche tatsächlich auch sehr viel über Stress und das Nervensystem mit meinen Klienten und auch in Workshops und Kursen und so, weil diese Sucht nach Stress, mit der wir alle auf einer Ebene rumlaufen, uns einfach immer wieder auf so einem bestimmten Niveau hält, so lange, ja, bis wir irgendwann aktiv gegen ansteuern und uns irgendwas in uns, vielleicht ist es unsere Seele, vielleicht unser wahres Selbst, was auch immer, oder einfach was auch unser immer. Körper, Ja, oder ja, unser Körper, der einfach sagt, ey, pass mal auf, ich glaube, wir brauchen noch was anderes, wenn wir gesund bleiben wollen. Ähm, ja, Das uns dazu bringt, dann tatsächlich Entscheidungen zu treffen, die dagegen anwirken und helfen, ja, unseren Pegel, unseren Cortisolpegel wieder auf ein niedrigeres Niveau zu bringen. Aber das ist ja tatsächlich was wir lernen müssen. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Und deswegen finden sich eben ganz viele Leute wieder, die durch ihren Alltag rennen und dann irgendwann Zeit haben, sich eine Stunde aufs Sofa zu setzen und merken, mir ist total langweilig, ich muss irgendwas machen. Oder dir fällt ein, die Fenster müssen dringend noch geputzt werden, weil ja jetzt Frühling ist. Oder du, du, wir kommen von diesem Pegel nicht von alleine wieder runter. Und deswegen ist es so ja, schön, wenn wir Einflüsse haben oder idealerweise eine Coaching-Begleitung, die uns hilft, eine andere Perspektive einzunehmen und Tools zu erlernen, die uns Schritt für Schritt darunter holen, um wieder in so einen authentischeren, ausbalancierteren Zustand zurückzufinden. ja, ja. Und der Zustand, da hast du, also da sagst du was ganz Wichtiges, wenn man in dem Zustand lebt, dann fühlt sich das gefährlich an, da runterzukommen tatsächlich auch, ne? Ich Genau. erinnere mich an meine erste Yogastunde, ich werde es nie vergessen. Nach 2 Minuten habe ich gedacht, wie lange kann diese Yogastunde wohl dauern? Wie, wie lang kann das wohl so gehen? Das war so langsam und es ging einfach, also ich meine, was machst du in 2 Minuten, ne? Wirklich so in der Yogastunde gar nichts. Ja, So, und ich fand es unglaublich ja, anstrengend. Ich fand ja. es Und was total könntest du irre in diesen anstrengend. 2 Minuten alles schaffen? Genau. Genau, genau. Aber das war damals einfach, also ich kam halt aus dem Krafttraining und dann halt, ne, Alltag und tausend Sachen machen. Und ich fand Yoga ganz, ganz schrecklich am Anfang. Aber ich habe mich dazu gezwungen tatsächlich. Und alle haben gesagt, so nach 4, 5 Stunden wird es besser und es wurde auch besser. Tatsächlich. Und dann habe ich das mega genossen, diese Stunden. Irgendwann war ich das, so, wow, krass. Ja, Und dann kam ja nochmal, also kam auch bei mir ja nochmal eine ganz andere Phase, wo ich wirklich, wo halt dann das Leben einfach gesagt hat, so und jetzt alles einmal auf Null. Und das war dann wirklich so, wow, okay, alles klar. Nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber das ist dieses Runterkommen immer wieder. Und wenn man sich da wieder reingefahren hat, immer wieder so, okay, was mache ich hier eigentlich gerade? Nee, das muss so nicht sein. Das muss anders auch gehen. Und wir kriegen ja vermittelt, dass es nur schnell geht. Und dass es nur geht, wenn wir richtig reinballern und richtig mit äh, mehr, immer mehr. mehr, 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 mehr. Und gerade im Business-Kontext, und ich meine, du arbeitest mit Leuten, die Pferde haben, das heißt, das sind Leute, die sind auch in Positionen, wo es im Business oder im Berufsleben, in welcher Ebene auch immer, jetzt nicht unbedingt immer nur langweilig ist, weil das sind ja Leute, die das Geld haben, ein Pferd zu haben, offensichtlich. Insofern, und die runterzuholen, ist natürlich auch tatsächlich einfach wahrscheinlich eine Herausforderung, ne? Kann ich mir vorstellen. Ja, aber auch da, wenn man einen Fuß vor den anderen setzt, dann geht auch das. Ne? Das ist halt ein Prozess. Ja, ja, Und ja. das Tolle ist ja eben an meiner Arbeit und der Nische, die ich mir da irgendwie, keine Ahnung, zusammengeschustert habe, ähm, dass wir immer wieder die Pferde als, ja, ich mag immer nicht das Bild vom Spiegel, weil das immer impliziert, dass sie nichts Eigenes mitbringen und immer nur spiegeln und dass es eigentlich immer nur um den Ja, Menschen geht, der sich sieht. Das ist nicht so. ja, Nach meiner Wahrnehmung, nee, es ist nicht so. Punkt. Das kann so stehen bleiben. Ähm, aber die
können uns eben so schön Rückmeldungen geben und so schön lehren, mehr im Hier und Jetzt zu sein. Und Ja, sobald uns das gelingt, bekommen wir eben auch da was anderes zurück und merken, ah, da tut sich was. Und plötzlich bin ich näher an diesem ähm, Pippi Langstrumpf-Gefühl, was ich eigentlich vielleicht von vornherein wollte und wo ich aber schon meilenweit von entfernt bin, weil plötzlich alles sich ganz druckig anfühlt. ja, ja, ja. Pippi Langstrumpf-Gefühl ist schön, ja, das klingt gut. Okay, also für alle, die sich das Pippi Langstrumpf-Gefühl mit ihrem Pferd wünschen, die dürfen sich gern bei Daniela melden. Daniela, wie kann man denn mit dir zusammenarbeiten? Magst du das zum Schluss noch erzählen? Ja, also ich habe zusammen mit meiner Podcast-Partnerin Mareike Thiele, wir haben einen Podcast, der heißt Hör auf dein Pferd, ein Gruppencoaching-Programm, das startet jetzt demnächst wieder. Da könnt ihr euch gerne zu anmelden. Und ich habe eine 1:1 Coaching-Begleitung, die ich anbiete, wo wir uns eben angucken, wo stehst du jetzt und was sagt dein Pferd dazu und wie kann ich mit euch beiden arbeiten und was können wir vielleicht anschauen und nach wegnehmen, damit ihr beide noch näher zusammenkommt und damit sich das einfach besser anfühlt auf ganzer Ebene. Ja, ja. Und, also Links dazu gibt es natürlich unter diesem Video beziehungsweise Podcast in den Shownotes. Und hast du noch einen Ratschlag und einen Tipp für alle angehenden Unternehmerinnen und Unternehmer, die jetzt losstarten oder die jetzt vielleicht irgendwie was in dem Bereich machen wollen, was sie unbedingt sich anschauen sollten? Ich habe in den letzten Jahren viel ausprobiert rund um mein Business und habe die Erfahrung gemacht, alles, was im entferntesten nach Kopfgeburt riecht, funktioniert nicht. Das heißt, mein Ratschlag wäre dann wirklich, hör auf dein Herz und tu das, was du wirklich willst, was sich für dich wirklich gut und stimmig und richtig anfühlt. Auch wenn sich das rational noch nicht ganz begründen lässt. Ja, ja. Und das Ding ist, das Herz, das gibt immer so schräge Antworten. Und du denkst so, oh Gott, wie soll das jemals gehen? Aber es ist richtig, ja. Genau. Ja, Und da das Vertrauen zu haben und immer wieder festzustellen, ich habe einen Fuß draufgesetzt und irgendwie hält es. Das ist, glaube ich, das, was uns wirklich weiterbringt, weil uns das immer mehr zurückrückt in unsere Mitte. Und das ist einfach der Ort, von dem wir am besten ausstrahlen können. ja, ja. Super Ratschlag, finde ich auch sehr, sehr schön. Tatsächlich, also wenn man sich die Chakren anguckt, ist das Herz ja auch die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Insofern gar nicht so der schlechteste Ausgangspunkt. Passt. Definitiv. Der Ja. Kopf ist meistens zu nah am Himmel dran. Komm mal wieder runter. Komm mal wieder runter, genau, ja, weil das Business findet auf der Erde statt. Das findet in 3D statt. Das ist einfach so. Und je näher dann du an der Erde dran bist, desto besser. Das Herz ist näher dran. Ja, definitiv. Sehr gut. Vielen, vielen Dank, Daniela. Ich danke dir vielmals. Ich Tschüss. danke dir. Bis bald. Wenn dir dieses Interview und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich ganz besonders über ein Like oder über ein Abo des Kanals. Hinterlass mir auch gerne deinen Kommentar. Hat dich an dieser Geschichte etwas ganz besonders inspiriert oder wen soll ich deiner Meinung nach mal interviewen? Was hältst du von diesem Thema? Vielen Dank für deine Meinung und deinen Kommentar und deine Interaktion mit meinem Kanal. Bis bald. Tschüss.